die Ablenkungen sind eigentlich in mir innen, in meinem Geist. Und das merkt jeder und jede, der einmal probiert, einfach 5 Minuten still zu sein. Dass es eben nicht beim Denken über den Glauben bleibt, sondern es rutscht für mich so in den Körper. Also das Besondere macht das Netzkloster ist eben, dass auch das, wie wir das tun. Wir machen das unter bewusster Nutzung digitaler Medien. Herzlich willkommen zur ersten Folge Methodist in Mission im neuen Jahr. Klöster sind etwas, das ich vor allem aus alten und schönen Gebäuden kenne. Aber ein Kloster für die Hosentasche, das klingt erstmal speziell. Das Netzkloster verspricht aber genau das. Wie das funktioniert und was das mit den Leuten macht, die sich auf die digitale Meditation einlassen, das wollte ich herausfinden. Dazu habe ich mich mit dem Leiter vom Netzkloster, Simon Weinreich, getroffen und ihn an einen Schnupperabend begleitet. Das Netzkloster ist ein digitaler Raum für analoge Meditation und Achtsamkeit. So nennen wir das oder bringen es auf den Punkt. Das heisst, wir sind ein digitales Projekt von der EMK Schweiz und werden unterstützt auch von der Reformierten Kirche Zürich. Und wir haben zum Ziel, christliche Meditation, also die Schätze von der christlichen Mystik eigentlich zu heben und fruchtbar zu machen für das 21. Jahrhundert. Ich habe mich letztens bei dieser Tagung ein bisschen ein Influencer gefühlt, weil dort bin ich noch gefragt worden, ob ich eine bessere Gesichtshälfte habe. Und dann kann man nämlich die Kamera auf dieser Seite ein bisschen heller, den Scheinwerfer auf dieser Seite ein bisschen heller machen. Das ist etwas, was ich mir noch gar nicht überlegt habe. Also ich bin nicht so in diesem Influencer-Business drin und sehe mich eigentlich schon auch nicht als das. Ja, ich darf den Titel Netz abtragen, aber eben Netz ab mit Anführungs- und Schlusszeichen, weil diesen Titel gibt es auch so nicht offiziell, weder in der methodistischen noch in der reformierten Kirche. Aber trotzdem, kontextuell zu einem Kloster passt es halt sehr, dass der Leiter vom Kloster Abt genannt wird. Meine Rolle ist einerseits die Leitung vom Kloster, also wir haben ein strategisches Leitungsgremium, das nennt sich Conventus. Dort sind neben mir noch 5 Ehrenamtliche dabei. Ich bezeichne meine Rolle also als Community Manager. Ich stelle eigentlich so die Möglichkeiten zur Verfügung, dass die Leute Gemeinschaft können pflegen miteinander. Dort eben, ich meine, über Zoom im Netzkloster ist jemand, der in Thailand oder Oslo ist, gleich weit weg wie jemand, der im Nachbardorf sitzt. Und man ist trotzdem miteinander verbunden. Hallo! Ja, genau, sorry. Hallo! Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zum Netzkloster Schnupperabend Inspektio. Wende deine Aufmerksamkeit wieder deinem Atem zu. Beobachte den Rhythmus von Einatmen und Ausatmen. Wenn man keine Erfahrung mitbringt und einfach einmal anfängt zu meditieren, dann wird wahrscheinlich zuerst man mal eben merken, dass ganz viele Gedanken aufkommen, die schwer sind zum Kontrollieren, dass man sich plötzlich verstrickt in irgendwelche Geschichten in der Vergangenheit oder dass man anfängt, die Zukunft planen und To-Do-Listen abarbeitet. Und ich kenne das gut, das geht mir auch jetzt noch so. Und das darf auch sein. Und dann ist, wenn man den Weg beschreitet vom regelmäßigen Meditieren, eben den Weg von der Kontemplation, wie wir das nennen, dann darf man zuerst einmal lernen, so das einfach ganz liebevoll auch anzunehmen. Also sich selber gnädig anzuschauen und jetzt sich nicht zu fest wehren gegen das. Und dann doch so Methoden kennenzulernen und regelmäßig die auch anzuwenden, die eben helfen können, die Gedanken auch wieder loszulassen und ziehen lassen. Ja, auch Gefühle, Emotionen, die kommen, dass man auch die nicht bewertet, sondern einfach wahrnimmt und ziehen lässt. Und dann gelingt es immer wieder, dass man so an einen Punkt kommt, wo Mystikerinnen und Mystiker so als
Unio bezeichnen, dass man plötzlich merkt, ich bin in einer Einheit, ich bin verbunden mit mir selber, mit Mitmenschen, mit der ganzen Natur und schlussendlich auch mit Gott. Das ist irgendwie ein grosses Ganzes und ich darf Teil sein von diesem grossen Ganzen. Und ich erlebe das immer als sehr wunderbar, sehr wundervoll, wenn ich das spüre, das erleben, dass es irgendwie ja, so ein, eben sich eingebettet bin in etwas, wo mich selber übersteigt. Die Themen Achtsamkeit und Meditation sind vor allem aus anderen Traditionen wie im Buddhismus oder dem Zen bekannt. Und weniger aus dem Christentum. Darum wollte ich von Simon auch noch erfahren, was bei der christlichen Tradition anders oder bezeichnend für sie ist. Dazu nennt er ein Zitat von Charles Stone, einem US-amerikanischen Autor und Pastor. Achtsamkeit in christlicher Tradition ist eine Seinsweise der Wahrnehmung mit der Intention, Gott, sein Werk und Wesen, unsere Beziehungen und unsere innere Welt der Gedanken und Gefühle wahrzunehmen. Wenn man Achtsamkeit, wie sie im Moment auch sehr im Trend liegt, definieren, dann könnte man eigentlich fast diesen Satz nehmen, einfach ohne den Teil mit der Intention, Gott wahrzunehmen. Oder? Also es geht in der Meditation, sei das jetzt auch in der Tradition vom Zen oder in einer säkularen Form, geht es eigentlich immer darum, einfach einmal wahrzunehmen, anzuschauen, anzuhören, nicht werten und das auch loslassen. Und die christliche Meditation kommt einfach noch die Intention dazu, weil wir davon ausgehen, Gott ist da, jetzt, im Moment. Und das wird ja auch immer wieder predigt, dass man sagt, Gott ist da, aber eben wir sind es oft nicht in unserem Geist. Wir sind oft in der Vergangenheit oder in der Zukunft am Planen. Und dass man das schafft, in der Gegenwart zu kommen, mit der ganzen Aufmerksamkeit, dort, wo eben Gott schon ist, dann eröffnet das wie eine Möglichkeit, dass Gott jetzt auch wirken kann in mir rein. Und das ist wie die Kombi von Achtsamkeit, der Methode, die wir aufnehmen im Netzkloster, wo man auch säkular füllen kann oder buddhistisch, und verknüpfen das mit der Intention und mit dem Vertrauen darauf, dass eben Gott in seinem Heiligen Geist jetzt da ist. Die Ruhe und Achtsamkeit wäre sowieso überlebenswichtig für mich. Und das zu entdecken in der christlichen Tradition hat mir extrem viel bedeutet. Ich hatte das lange gar nicht auf dem Schirm gehabt, dass es eine Tradition von Meditation gibt im Christentum. Und so die Entdeckung habe ich extrem cool gefunden. Und so das zu integrieren in meinen Alltag gibt mir viel Ruhe. Es ist ein Urvertrauen gewachsen in mir, das ich vorher nicht hatte. Also wenn man nach der Tradition fragt von christlicher Meditation, kann man eigentlich, würde ich sagen, bei Jesus anfangen. Er selber hat sich immer wieder zurückgezogen in die Stille. Und dann ist die Kirche ja in den ersten Jahrhunderten noch stark im Untergrund gewesen. Und wo dann das Christentum so unter der sogenannten konstantinischen Wende zur Staatsreligion im Römischen Reich geworden ist, hat es eine Gruppe gegeben von, man könnte sagen, so radikale Aussteiger, die sich in die Wüste zurückgezogen haben. Und sie berufen sich unter anderem auch auf eine Stelle, auf eine Begebenheit, wo Jesus einem jungen Mann begegnet, der sehr reich ist. Und der junge Mann fragt Jesus, ich halte alle Gebote, was soll ich noch machen? Und Jesus sagt ihm zwei Sachen. Er sagt ihm, verkauf all die Besitz und folg mir nach. Und die Geschichte ist leitend eigentlich für die radikalen Aussteiger. Und zwar ist aus diesen zwei Punkten, Verkauf alles, ist die Askese geworden, also der Verzicht.
wo dann ganz wichtig geworden ist für die Aussteigergruppe. Und die Mystik oder die Nachfolge, eben, dass man sagt, ich möchte ganz Jesus nachfolgen. Und ich kann das nicht, weil in meinem Alltag, im Leben ist so viel Ablenkung und darum möchte ich aus allem raus und in die Wüste mich zurückziehen. Und da ist der Antonius, gilt so als der erste Mönch und aus dem ist dann die ganze monastische Tradition eben auch entstanden. Die Wüstenväter und Wüstenmütter, wo auch Geschichten von ihnen überliefert sind so, sagt man, Begründer von der christlichen Mystik. Und in ihrem Alltag haben sie eben ganz viel Stille eingebaut. Zum Teil auch tagelang haben sie verbracht, einfach im Schweigen. Und sie haben ganz spannende Erfahrungen gemacht. Sie haben zuerst wie mal gemerkt, die Ablenkungen, die ich immer gemeint habe, die halten mich ab von der Jesus-Nachfolge. Die kann ich gar nicht so einfach ausschalten. Einfach nur, dass ich jetzt aus der Gesellschaft rausgehe in die Einsamkeit, sondern die Ablenkungen sind eigentlich in mir inne, in meinem Geist. Und das merkt jeder und jede, der einmal probiert, einfach 5 Minuten still zu sein. Es kommen so viele Gedanken auf. Und sie haben dann auch Methoden gefunden, wie man eben mit dem Gedankenkarussell umgehen kann. Und die Methoden, das sind Methoden, die wir jetzt auch noch praktizieren im Netzkloster, wo in den Klöstern über die Jahrhunderte bewahrt worden sind und wo gerade auch für die heutige Zeit, die so komplex ist, eben sehr hilfreich können sein. Ja, mein Gottesbild hat sich definitiv verändert. Stark verändert, würde ich sagen. Ich habe, bevor ich die Meditation entdeckt habe, auch schon gesucht nach neuen Bildern von Gott, weil mir das Bild von Gott als Herrscher und König und Vater wie auch zu eng geworden ist. Und habe ganz viele neue Bilder und Aspekte kennengelernt, wo ich extrem dankbar bin dafür. Also zum Beispiel Gott wahrzunehmen als Atem, wo ein- und ausfließt und mich ernährt. Gott wahrzunehmen als Frieden und Vertrauen, wo sich ausbreitet in meinem Körper. Gott wahrzunehmen als göttliche Energie wahrzunehmen, als Wärme, die sich ausbreitet in meinem Körper während dem Meditieren. Ich habe durch das Netzkloster eine Form von Spiritualität entdeckt, wo nicht nur im Kopf ist, sondern vielmehr auch im Körper. Und ich finde, die Ergänzung zum auch Denken über den Glauben extrem wertvoll. Dass es eben nicht beim Denken über den Glauben bleibt oder beim Denken über Gott bleibt, sondern es rutscht für mich so in den Körper. Das Netzkloster bedient sich nicht nur an einer etwas vergessenen Tradition von christlicher Meditation, sondern baut ihr ganzes Konzept im digitalen Raum auf, mit fast ausschliesslich Treffen über Zoom und einer hauseigenen App. Auch wenn es das Netzkloster mittlerweile seit ein paar Jahren gibt, ist das Konzept, das sie umsetzen, für eine kirchliche Institution immer noch Pionierarbeit. Darum ist interessant, was genau sie für Vorteile durch ihr Online-Format haben. Ich habe Simon an einer Tagung vom RefLab zum Thema «Wie Spiritualität im Netz funktioniert» begleitet, wo er seine Erfahrungen vom Netzkloster teilen konnte. Hallo und herzlich willkommen zur RefLab-Tagung Holy Spaces. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, ihr habt eure Plätze gefunden und sitzt bequem. Vielleicht seid ihr jetzt überrascht, dass ich euch begrüße, hier direkt aus einem Holy Space, aus dem Netzkloster. Ich glaube, wir sammeln ganz viele Erfahrungen im Moment im Netzkloster, die so noch gar nie gemacht worden sind, weil es so ein Angebot noch nicht gegeben hat, auch meines Wissens nicht. Und das ist ganz spannend. Das zeigt auch, dass jetzt schon verschiedene auch Universitäten auf uns aufmerksam geworden sind und wie gesagt haben, wir wollen euch gerne wie beforschen, weil es eben so ein Format einfach noch nicht gibt im kirchlichen Raum. Und da glaube ich, ist eine Chance, dass wir jetzt wie Erfahrungen machen, die dann auch adaptiert werden können, so ein bisschen Best Practice, was funktioniert auch nicht, wo auch spannend können sein für Klöster oder Kirchgemeinden.
Unser Alleinstellungsmerkmal, was uns besonders macht als Netzkloster, ist eben das How, wie wir das tun. Wir machen das unter bewusster Nutzung digitaler Medien. Und das hilft zu einer hilfreichen Integration im Alltag. Wir nennen uns auch Alltagsmystikerinnen und Alltagsmystiker. Das Netzkloster als digitales Projekt ist ja schon noch speziell, dass ich viele von diesen Leuten nicht in live, nicht in echt kenne oder auch noch nie gesehen habe. Einige habe ich schon einmal gesehen. Und gleich bin ich total fasziniert, wie gut das funktioniert, dass eben trotzdem eine Verbundenheit und eine Gemeinschaft entsteht. Und das ist für mich wirklich ein Geheimnis, dass man zusammen meditieren kann vor dem Bildschirm, sich vielleicht noch nie live gesehen hat und sich trotzdem auf eine Art so gut kennt und so verbunden ist. Das Online-Format hat mehrere Vorteile. Das eine ist sicher die geografische Unabhängigkeit. Es können Leute sich zuschalten, die in ganz anderen Zeitzonen sogar wohnen. Jetzt auch in Thailand kommt jeweils bei unserer Morgenmeditation dazu, und das ist seine Mittagsmeditation. Es hat auch den Vorteil, wenn man in die Ferien geht, man kann trotzdem im Kloster dabei sein. Und eben mit der Netzkloster-App hat man eigentlich ein Kloster für die Hosentasche. Man hat das Netzkloster immer im Handy dabei. Man kann reingehen und ist verbunden mit den anderen. Man kann sich Nachrichten schreiben, man kann lesen, was gerade für Empfehlungen oder Buchtipps jetzt gerade wieder geteilt worden sind. Also die geografische Unabhängigkeit finde ich wirklich einen sehr grossen Vorteil, und wir halten auch daran fest, dass wir nur einen Tag im Jahr vor Ort uns treffen, weil sonst würden wir wieder diesen Vorteil verlieren. Und es gibt schon ganz viele Klöster oder stille Häuser, die das ganz gut machen, das Angebot abdecken, dass man in die Stille gehen vor Ort. Und das Netzkloster bringt jetzt da wirklich das Alleinstellungsmerkmal mit, dass wir einfach eben hauptsächlich online sind. Und der dritte große Vorteil von einem Online-Format ist, dass eben vieles online passiert. Viele Menschen sich online aufhalten und sich informieren online, wo vielleicht jetzt nicht in einer Kirche würden suchen oder in einem Kloster würden suchen nach Stille. Und so erreichen wir doch auch Leute, die eben digital zwar sehr interessiert sind und auch an diesen Themen Achtsamkeit, Meditation interessiert sind, wo jetzt vielleicht nie eben in einem physischen Kloster vorbeischauen.